Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Ich habe gerade meine Vitamine eingenommen und habe gemerkt, ich habe meinen Vitamin D-Tropfen. Ist mir aufs Kopftuch gekommen, aber gut, ich ziehe mich eh gleich nochmal um. Ich fange erstmal an mit ein bisschen Hausarbeit und dann, ja, backen und kochen wir heute mal wieder was gemeinsam. Ich bin echt eine Kleckerlese. Vorher wollte ich mal mit euch diesen rote Beete-Saft probieren. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das gesehen und ich mag ja so, also ich liebe rote Beete, aber ich habe noch nie rote Beete-Saft getrunken. Ich hatte mal so was Fermentiertes mit rote Beete, so ein polnisches Produkt, was man so für die Suppe verwenden kann. Das war halt so säuerlich. Hier steht auch Milch sauer vergoren, 100% Direktsaft. Ich probiere das mal, ich bin mal gespannt. Soll ja auch sehr gesund sein. Ich weiß nicht, wie habe ich auch gesagt, haben das auch, dass Sportler das trinken oder so? Für irgendwas war das, ich habe es vergessen. Ich habe da mal gehört, dass das für irgendwas richtig gut ist. Ja, deswegen gucken wir mal. Oh, das riecht auf jeden Fall nach rote Beete. Riecht sehr erdig. Naja, was habe ich? Oh, ist auch schön dick. Warte, wir machen erstmal mit der Hand zusammen den Taste-Test. Nee, gut. Okay, schmeckt definitiv besser, als es riecht. Weil es riecht halt so klassisch nach rote Beete, so erdig, aber schmeckt säuerlich ein bisschen. Oh nee, den werde ich trinken. Die gefällt mir. Ich dachte auch erstmal, weil das gab es auch im Kleinen bei DM und dann in Groß und ich habe dann gleich das Große gegriffen und dann dachte ich mir so danach, hätte ich doch mal lieber eher das Kleine genommen zum Testen, aber Glück gehabt, schmeckt. Also, Hausarbeit, umziehen ein bisschen hier aus meinen Schlabber-Schlodder-Klamotten und dann legen wir los, meine Lieben. Heute zeige ich euch meinen neuen Helfer für streifenfreie Fenster. Und zwar den Winbot W2S Omni von Ecowatt. Ich sag's euch, ich hätte nicht gedacht, dass Fensterputzen so stressfrei sein kann. Was mich direkt beeindruckt hat, ist, wie gründlich er arbeitet. Ich habe getestet, ich habe mal mit unserem wasserbasierten Textmarker aufs Fenster geschrieben und er hat es komplett weggemacht, ohne Schlieren oder irgendwelche Rückstände. Der Unterschied vorher-nachher war definitiv deutlich. Dann die TrueEdge-Technologie, die sorgt dafür, dass wirklich jede Ecke gründlich gereinigt wird. Der Winbot erkennt die Kanten automatisch und putzt präzise ganz an den Rand. Das funktioniert durch die spezielle sechsflügelige Vortex-Struktur, die man auf der Unterseite sieht. Ich habe das getestet. Sogar winzige Punkte direkt am Fensterrand wischt er komplett weg. Außerdem hat er eine 3-Düsen-Weitwinkel-Sprühtechnologie. Das klingt erstmal technisch, aber im Prinzip heißt das,
Er sprüht das Reinigungswasser super fein und gleichmäßig auf die Fläche, damit alles schön gleichmäßig sauber wird, ohne dass irgendwo zu viel oder zu wenig Feuchtigkeit ist. Was ich richtig praktisch finde, er ist nicht nur fürs Fenster gedacht, ich nutze ihn auch an Spiegeln und sogar an glatten Fliesen, also überall da, wo sonst Wasserflecken oder Fingerabdrücke nerven. Nach dem Putzen fährt er zurück in seine Multifunktionsstation, da lädt er sich automatisch, wird sicher verstaut und das Kabel zieht sich von alleine ein. Mega ordentlich. Das ist wirklich alles in einem. Aufbewahrung, Stabilisierung, Steuerung und Laden. Und was mir beim ersten Test sofort aufgefallen ist, der Winbot hält richtig fest an der Scheibe. Ich habe das ausprobiert. Selbst wenn man eine kleine Flasche draufstellt, bleibt er sicher haften. Diese 12 Stufen Sicherheitsarchitektur sorgt wirklich dafür, dass man sich keine Sorgen machen muss, selbst bei großen Fensterfronten. Also ehrlich, das ist für mich die entspannteste Art, Fenster zu putzen. Kein Stress, keine Tropfen, kein Risiko. Einfach einschalten und zurücklehnen. Ich habe euch den Winbot wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt, also schaut da sehr gerne vorbei. Hausarbeit ist erledigt und zack, ist es dunkel. Es ist wirklich, die Winterzeit macht mich wahnsinnig. Was soll man machen? Auf jeden Fall machen wir erstmal was Süßes. Und zwar wollte ich heute mal was ausprobieren. Und zwar ein warte mal, wie hieß das? Apfel-Zimt-Schneckenkuchen. Genau, so. Also so Apfelkuchen, aber ein bisschen wie so eine Zimtschnecke mäßig. Bin ich gespannt. Ich habe das nämlich auf Instagram gesehen. Ich mache so ein, zwei Sachen anders. Aber das könnt ihr dann entscheiden, ob ihr das auch so anders macht oder nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal hier Äpfel. Eigentlich 3 große. Ich hatte jetzt so kleine Äpfel. Deswegen sind es bei mir, glaube ich, 6 oder 7 kleine Äpfel. Da kommt jetzt etwas Zimt dazu. Und Zucker. Die wälzen wir da kurz da drin. Ich werde jetzt heute Dattelzucker benutzen. Da könnt ihr aber an Süße benutzen, was ihr mögt. Ich habe den noch im Schrank gefunden. Ich glaube, der wird nicht schlecht, ne? Ich habe den schon so lange und ich vergesse es immer, dass ich dann halt einfach mal statt Zucker diesen Dattelzucker benutze, um den auch mal fertig zu machen. Ich glaube, so ein Esslöffel reicht. Jetzt machen wir die Teigmasse. Dafür nehme ich jetzt weiche Butter. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch dann in die Videobeschreibung. Verrührt es schon mal mit dem Zucker. Die Butter soll Raumtemperatur haben, aber heute ist kalt bei uns. Das ist auch so krass in meinem Schlafzimmer, da funktioniert die Heizung nicht. Eigentlich mache ich da eh nicht viel Heizung auf, aber trotzdem so ein bisschen muss schon an, weil das ist so, sobald du in das Zimmer reinkommst, du denkst, du bist gehst in so einen Kühlschrank rein. Das ist so krass. Deswegen lasse ich jetzt auch extra die Zimmertür offen, damit wenigstens so vom Flur und so von den anderen Zimmern so ein bisschen die Wärme reingeht. Die haben heute auch versucht, das zu reparieren, aber ging nicht. Deswegen waren heute dann auch die Heizungen aus. Deswegen ist hier gerade nicht so warm heute. Eier dazu. Vanilleextrakt oder Vanillezucker oder was ihr da benutzt. Ich habe jetzt hier Bonbon Vanillezucker. Eine Prise Salz. Die Milch gebe ich jetzt dazu. Dann das Mehl und Backpulver. Jetzt heben wir die Äpfel runter. Und das war zwar nicht im Rezept, aber ich liebe halt die Kombi mit Apfel und Walnüssen. Deswegen gebe ich noch ein paar Walnüsse dazu. Müsst ihr aber nicht. Jetzt geben wir das Ganze in eine Form. Ich habe die jetzt hier mit Butter und Mehl ausgestrichen.
Ich habe jetzt hier geschmolzene Butter. Hier kommt jetzt wieder mein Dattelzucker, Zimt und ein bisschen Mehl rein. Da stand jetzt 120 Gramm Zucker. Ich habe jetzt hier 50 Gramm Dattelzucker genommen. Also da müsst ihr immer schauen, ne? Bei manchen Rezepten ist das ganz schön viel Zucker. Ich denke, das reicht, weil wir haben ja auch im Teig Zucker. Also muss jetzt nicht sein. Und die Masse heben wir jetzt... sorry, meine Spülmaschine läuft. Die läuft halt andauernd. Was soll man machen? So, und das heben wir so ein bisschen. Naja, ich glaube, das wird jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber gut. Ich lasse es jetzt mal so. Und das darf jetzt bei 180 Grad für 40 Minuten in den Backofen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Zuckerguss gemacht. Der kommt noch oben drauf. Da könnt ihr entscheiden, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Bei mir sieht man jetzt den Unterschied zwischen diesen dunklen Soße und dem Teig jetzt nicht so, weil ich ja Dattelzucker verwendet habe und somit so der Teig sich auch nochmal eingefärbt hat. Aber ich finde das jetzt nicht so wichtig, dass man das so erkennt. Dann schneiden wir uns jetzt mal ein Stückchen und probieren das Ganze. Ui. So sieht der Kuchen aus. Sieht auf jeden Fall saftig aus, aber halt wegen dem Dattelzucker ein bisschen dunkel. Aber der Geschmack zählt, finde ich. Aber wenn ihr da auf die Optik achten wollt, vor allem, dass man auch so ein bisschen dieses Zimtfüllung sieht, dann wäre es besser, wenn man da hellen Zucker dafür nimmt. Aber mir ist da eher der Geschmack jetzt wichtig. Ist auf jeden Fall super schön. So saftig und fluffig. Definitiv genug Zucker. Vor allem jetzt, weil ich auch noch oben ein bisschen diesen Zuckerguss gemacht habe mit Puderzucker. Ich finde es lecker nochmal mit den Walnüssen. Also wenn ihr es mehr dieses Zimtschneckengeschmack haben wollt, dann könnt ihr die Walnüsse weglassen. Aber ich mag halt die Kombi mit Apfel, Walnüsse, Zimt. So mache ich mir auch immer meinen Porridge. Ich mag das total. Das werde ich auf jeden Fall öfters nachmachen. Finde ich richtig gut. Und wie gesagt, finde ich sogar sehr süß. Also der Dattelzucker hat ordentlich Süße gegeben. Gut, dass ich da in dieses Zimt-Butter-Mischung da nur 50 Gramm reingegeben habe und keine 120. Ich werde euch auf jeden Fall so das originale Rezept einmal reinschreiben und daneben aber das, was ich geändert habe. Falls ihr das halt so nachmachen wollt oder original, schreibe ich euch so in die Infobox, könnt ihr mal gucken. Da mache ich mir jetzt noch einen Tee oder ein Käffchen dazu. Genießt das Stück Kuchen und dann geht es nämlich ans Abendessen. Und zwar muss ich mal überlegen, was koche ich. Ihr wisst, als Großfamilie, als 10-köpfige Familie musste ich halt immer viel kochen. Und das ist immer nicht so einfach. Und ich mag es halt immer so schnell und einfach. Und irgendwie so gerade so im Winter koche ich am liebsten entweder Eintöpfe oder Currys. Weil ich finde, das geht immer super schnell. Schmeckt halt sehr gut. Und man kriegt so viele Leute schnell satt. Deswegen machen wir einen Curry. Ich habe ja schon ganz oft, mein Lieblingscurry ist ja so mit Süßkartoffeln. Aber heute machen wir mal so ein bisschen ein etwas anderes Curry. Und das machen wir gemeinsam. Schaut mal bitte, wo Klein Tofu schläft. Ja, die schlafen immer viel auf dieser Heizungsbank, weil die ist natürlich schön warm. Aber sie legt sich hier unter die Pflanzenkübel. Warm und überdacht. Besser geht's ja gar nicht.
Für das Curry habe ich jetzt heute mit Hähnchen. Ihr könnt es aber auch vegetarisch bzw. vegan lassen. Ich koche ja auch nicht jeden Tag mit Fleisch, aber heute mal mit Hähnchenbrust, die ist gewürfelt. Dann habe ich hier Zuckerschoten und Prinzessinböhnchen, Brokkoli, dann ein bisschen Zwiebel klein geschnitten, Paprika und Karotten. Ich bin dann immer so, ich muss mich eher zurückhalten. Ich will dann immer noch mehr Gemüse reinmachen. Ich überlege, soll ich noch Champignons reinmachen, soll ich noch dies reinmachen? Aber ich lasse es mal ein bisschen schlichter. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alles von dem Hühnchen nehme. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Ich gucke mal. Brate einfach nur das Fleisch an, dann kommt Currypaste dazu. Ich nehme jetzt gelbe Currypaste. Und dann das ganze Gemüse dazu und dann aufgießen mit Kokosmilch. Ich mache einen Teil Kokosmilch, einen Teil Sahne, weil ich möchte nicht, dass es so doll nach Kokosmilch schmeckt. Das mögen wir nicht so, wenn es so diesen starken Kokosmilchgeschmack hat. Deswegen, ja, so halb Kokosmilch, halb Sahne. Übrigens, der Kuchen ist bei allen richtig gut angekommen. Der hat allen sehr, sehr gut geschmeckt. Da ist auch nicht mehr viel übrig. Den Basmati-Reis koche ich eigentlich so wie auch den türkischen Reis. Ich brate hier jetzt einmal etwas Butterschmalz an und brate den Reis so ein bisschen mit an. Da kann auch schon direkt vorgekochtes Wasser dazu. Salz. Und dann Deckel rauf. Runterschalten. Ich habe jetzt von 9 Stufen, mache ich immer auf 2. Und der darf jetzt vor sich hin köcheln. Den Reis habe ich jetzt rübergestellt und jetzt geht es hier weiter. Wir nehmen hier auch wieder Ghee zum Anbraten. Da kann auch schon direkt das Fleisch dazu. Ich brate jetzt schon die Currypaste mit an. Das ist die gelbe Currypaste. Da müsst ihr immer gucken, je nach Geschmack, wie viel da reinkommt. Muss man manchmal aufpassen, sonst wird es zu scharf. Ich gebe jetzt trotzdem noch mal ein bisschen Currypulver noch mit dazu. Ich hoffe, ich kriege hier alles rein. Dabei wollte ich noch mehr Gemüse reinmachen. Nee, ich glaube, das ist genau richtig. Ich gebe noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu. Oh, knappe Kiste. Knappe Kiste wie immer. Aber fällt ja noch ein bisschen zusammen, ne? Und jetzt gieße ich das Ganze auch mit der Kokosmilch und Sahne ab. Oh. Maschallah. Ja, das muss hier noch schmelzen. Hätte ich vorher reinmachen sollen und danach das Gemüse oben drauf. Und jetzt lassen wir das Ganze köcheln, bis das Gemüse weich ist, aber dennoch bissfest. Boah, ich habe schon abgeschmeckt. Das ist so lecker geworden. Ihr müsst es genauso 1:1 nachmachen. Das ist so, so lecker. Ich habe gerade so einen krassen Hunger da drauf. Ich richte das Ganze jetzt erstmal an. Lauchzwiebel aus dem Garten. Die ist schon eingefroren. Es ist so kalt. Wir haben jetzt seit zwei, drei Tagen, seit 2 Tagen Minusgrade. Unsere Lauchzwiebeln sind eingefroren. Aber gut. Sollst du Sesam drauf machen oder so? Und jetzt haben wir ein fertiges gelbes Curry. Könnt ihr auch statt Hühnchen Tofu. Das ist, wenn wir mal draußen Curry essen gehen, dann bestellen wir mal mit Tofu. Ich weiß, Tofu hört sich ganz komisch an. Wir können nicht mehr Tofu sagen, ohne dabei zu lachen. Aber ja, genau. Also das Ganze geht auch vegan, wenn ihr dann halt keine Sahne reinmacht, nur Kokosmilch. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Satt und voll gegessen.
Das gelbe Gemüse Hähnchen-Curry war richtig lecker, ist bei allen richtig gut angekommen. Also könnt ihr auf jeden Fall nachmachen. Das war sehr, sehr gut. Ich habe ja bis jetzt immer nur mit roten Curry gemacht. Das gelbe Curry finde ich ist ein bisschen milder. Das rote ist ein bisschen schärfer. Und jetzt sitzen wir, trinken Tee, ein bisschen noch Nachtisch. Sind noch 2 kleine Stückchen Kuchen übrig. Und das war's für heute. Das war jetzt wahrscheinlich ein kurzes, knackiges Video. Ich habe jetzt heute nicht so viel mitgefilmt, aber ja, ich hoffe, es hat euch dann noch gefallen. Wir freuen uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch sehr gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das könnt ihr nämlich hier tun. Hier seht ihr das letzte Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag bei einem neuen Video wieder. Bis bald!